Also das sind die kompletten Elektronikkomponenten, die Steuerung. Hier habe ich noch eine Gelbatterie geholt, Wechselrichter und die Zündung. Und der ganze Kram, der muss jetzt hier rein. Ich habe entschieden, den originalen Kasten einfach zu nehmen. Hier passt die Batterie nämlich so schön rein. Dieser komische Plastikeimer hier, den brauche ich nicht mehr. Da war, glaube ich, auch so ein Blinkerrelais oder sowas drin. Das werde ich alles clean wegmachen und versuchen, irgendwie das Ganze jetzt hier zu arrangieren, dass das da reinpasst. Und dann kommt der Deckel drüber. Und dann sieht keine Sau mehr, was da drunter war. Ich versuche das jetzt mal so. Hier oben mache ich die Zündung hin, hier rechts den Wechselrichter und hier die Steuerung. Hier ist schon ein Halter dran, den kann ich theoretisch schon verwenden, das passt auch mit dem Loch. Nur dann ist die Steuerung zu weit oben und stößt hier gegen das Rohr. Also stößt nicht dran, aber die Kabel würden dann abgeknickt sein. Das ist nicht ganz gut. Deswegen denke ich, mache ich den weg und schweiße dann ihn etwas weiter unten an oder ich mache einen neuen Halter dran, das weiß ich nicht. Hier muss ich mir auch noch irgendwas ausdenken, dass ich den vielleicht irgendwie gut hinbekomme, dass der schön sitzt, irgendwie in einem Gehäuse oder sowas. Und ich glaube, ich trenne das jetzt erstmal hier ab. Hier könnt ihr sehen, das passt nicht ganz. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht mache ich es nach oben. Wenn ich hier noch ein bisschen den Halter nach oben weiter wegbiege oder wegschneide, könnte ich die eigentlich ganz schön da oben montieren. Und die hält auch sogar schon automatisch ein bisschen. Dann könnte ich die Zündung hier unten hin machen. Sollte passen. Gucken wir, dass das nicht rausfällt. Und den Wechselrichter, den tackern wir hier hinten irgendwie fest. Upsi. So, den können wir hier hinten schön festmachen. So, jetzt auch runtergehen. Jo, finde ich eine ganz gute Sache. Ich habe zwei kleine Blechhalter hier weggemacht. Die habe ich gerade weggerissen mit der Zange quasi. Da habe ich schon ein bisschen freigeschliffen, damit ich besser anschweißen kann. Und dann, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen doof, ich habe keine Hand frei. So, können wir das mal versuchen. Und hier kommt dann der Wechselrichter drauf. Die Schraube wollte ich anschweißen. Und dann würde der Wechselrichter hier so sitzen. Ich habe diesen kleinen Haken da oben mal gelassen, das war eigentlich ganz witzig. Kann ich hier schön anstoßen lassen. Genauso würde ich es jetzt eigentlich mal anschweißen. Zu testen, wie das dann wird, also schrittweise Annäherung. Jo, dann ab ans Schweißen. Da kommt die Schraube hin. Gleich auf der anderen Seite auch. Ja. Kommen wir gleich. Boah, ich habe keine Masse, ey. Ja, hoffentlich haben wir jetzt Masse. Jawohl. Boah, stinkt das. Boah. Ja, ich würde sagen, passt drauf, ne? Wird alles natürlich noch gestrahlt und gepulvert, der Kram hier, damit das ordentlich aussieht. Dadurch, dass ich das jetzt auch richtig machen möchte und nicht wieder irgendeine Knupplösung, also ich könnte das jetzt natürlich hier so anbringen, indem ich da ein kleines Loch reinbohre und unten das Ding dann mit dem Kabelbinder festmache, dann würde das auch alles so funktionieren. Aber da habe ich keinen Bock drauf, weil dann werde ich mich wahrscheinlich ewig ärgern. Denke ich, es ist die bessere Lösung, wenn ich hier diesen Blechstreifen nehme. Den werde ich dann hier irgendwie so anbringen. Also ich werde, dadurch, dass der zu breit ist, werde ich den hier etwas knicken. Also Kanten oder hier auf der Seite. Das muss ich noch überlegen. Und dann würde die schön hier drin sitzen. Oben würde ich natürlich auch in Richtung dieser komischen Lasche da oben biegen. Dann kann ich das da aneinander schweißen. Und hier unten auch und dann nach rechts. Und dann hätte ich hier so eine
ja, so eine schöne Blechauflage für die Steuerung und für auch die Zündung. Dann kann ich da unten noch ein Loch reinbohren, dann kann man das besser mit Kabelbinder festmachen. Also heißt das, diesen komischen Halter hier wegflexen und dann das Blech hier anbringen als Alternative. Und dann habe ich gedacht, hier unten ist so eine Gummihalterungskacke hier. Total ausgeschlagen natürlich. Ich habe überlegt, diesen Bolzen hier einfach rauszubohren. Der ist da eingeschweißt. Da, wenn man es sehen kann, nee, kann man jetzt ein bisschen, da ist er angespeist. Wenn ich den wegmache, könnte ich hier eine schöne Schraube reinmachen und das beiziehen. Und dann könnte ich hier an der Schraube die Masse anklemmen und ich musste hier an diesem Batteriekasten auch Masse drin bekommen. Oder die Batterie muss auf den Rahmen und weiß ich, hier hin und her, und dann könnte ich das hier irgendwie verbinden. Damit die M-Unit, die hat ja, hier ist ja Masse, die wird ja auf Masse verschraubt. Deswegen muss dieser Rahmen hier auch Masse haben. Oder ich schraube es nochmal separater an. Also von hier dann auf die Steuerung. Aber jetzt machen wir erstmal diesen Halter hier weg und biegen das Blech so, dass man es hier schön anbauen kann. Ich habe das jetzt alles angezeichnet und das Blech schon mal gekürzt. Ich schneide jetzt hier oben die kleinen Kanten ein und dann biege ich das rum und dann müsste es passen. Dann könnte man es vielleicht auch anpunkten oder anschweißen schon. So, jetzt nochmal von vorne, und zwar der Kasten, der hängt jetzt schön gerade. Wir haben hier oben die Steuerung, die Zündung ist hier unten drin. Der Kasten links ist nur angepunktet, den werde ich noch ordentlich anschweißen und dann auch noch verschleifen schön. Ich hatte den vorher schon ein bisschen entgratet überall. Der Wechselrichter kommt ja hier hin auf die Seite. Der kommt da rein, das Ding. Der fluppt da auch gut rein. Dann muss man da so rüber. So. Wir können den auch gerade noch ein bisschen hier festschrauben mit einer Mutter. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Hier hinten dran werden noch, ich glaube, ich schweiße von hinten eine Schraube an, dann kann man die M-Unit hier auch mit 2 Muttern einfach festschrauben, das ist vielleicht am einfachsten. Den hier unten wollte ich ja noch rausbohren und dann mit der Masse verbinden mit dem Rahmen, und dann kommt hier am Ende dann dieses Teil drüber. Das fädelt man dann hier so ein. Ich brauche mal kurz 2 Hände. Ja, und so sitzt dann das Teil drüber. Also alles versteckt. Dann wird es natürlich noch gesandstrahlt und gepulvert, damit das nicht mehr so schäbig aussieht, und dann ist alles tippitoppi. Dann geht es weiter. Als nächstes denke ich mit dem Rahmen. Ich wollte euch natürlich nicht vorenthalten, wie das fertige Teil dann aussieht, wenn es gestrahlt ist. Und ich habe es jetzt aber lackiert und nicht gepulvert. Das fand ich jetzt einfacher in diesem Fall. So sieht das Teil jetzt aus. So, und dann kommen die Teile jetzt hier rein, die einzelnen Komponenten. Hier unten die Zündung. Hier oben kommt dann die Steuerung rein. Das ist alles sehr passend. Hier drüben der Wechselrichter, wie schon gezeigt. Der sitzt hier echt schön drin. Und als letztes die Batterie. Und dann sieht das ganze Teil so aus. Als originalen Halter mit dem Kram finde ich es ganz gut. Hier kommt das Batterieband natürlich drum. Das ist jetzt auch eine 12 Volt Batterie. Das ist jetzt auch eine 12 Volt Batterie, nicht zu verwechseln mit der originalen. Das ist ja 6 Volt. Ja, so sieht es aus. Ich hoffe, es war vielleicht interessant für euch und weitere Videos folgen.